Aber als man es noch AFK abusen konnte, es war ja absehbar, dass es irgendwann enden wird. Kaigas AFK-Abuse. Hat zwar 9 Monate gedauert. Muss es sich auch mal reinziehen. Also ich meine, die meisten Leute haben es ja gefeiert. Aber so an sich, sie haben einen neuen Spielmodus eingeführt, irgendwann Anfang des Jahres, ich glaube es war im Februar oder so. Februar, März. Führen sie einfach einen neuen Spielmodus ein. Kündigen es groß an als riesiges Schlachten-PvP-VE. Wie haben sie es genannt? Ich glaube Realm. Ich glaube, sie haben es Realm wie Realm genannt. Was ich aber doch ein bisschen komisch finde, weil, naja. Aber egal. Und dann hast du quasi theoretisch die Möglichkeit, das 100 gegen 100 spielen. Und vielleicht bei den ersten beiden Kaigas Assault war es vielleicht ansatzweise so. Und auf dem FEC-Server zugegebenermaßen, da hat der Kaigas Assault mit über 1300 Anmeldungen 6-7 Mal stattgefunden, zeitgleich. Da war es auch mehr so oder ein bisschen so. Aber auf Burudeng war es eigentlich wirklich ab dem 3. Mal oder so etabliert, dass einfach jeder AFK ist. Mit Minimum 2-3 Chars. Und wenn man Bock hat, spielt man aktiv mit. Und wenn man keinen Bock hat, farmt man einfach nur AFK. Und dafür haben sie einfach... Also ich meine, gut, man weiß nicht, ob sie dafür so lange gebraucht haben oder ob sie es einfach am Anfang nicht so interessiert hat. Alter, schon wieder Power Dice gedroppt. Power Dice 10. Let's go. So oder so ist es crazy, dass man quasi einen neuen Spielmodus einführt. Wie gesagt, mit dem Ziel, irgendwie PvE und PvE miteinander zu verknüpfen. Es ist diesen riesigen Schlachtenmodus ankündigt. Und dann lässt man es im Endeffekt einfach verwahrlosen, indem man das AFK-Problem nicht fixt und kreiert quasi ja fast schon ein Loophole. Vor allem während FEC war es richtig krank. Da konnte ich ja quasi, und wenn ich meine Chars nicht alle auf dem gleichen Account hätte, ich es noch viel übertriebener abusen können. So wie Brennholzverleih, so ähnlich. Aber während FEC konnte ich ja quasi, weil es jetzt zu 2 verschiedenen Uhrzeiten stattgefunden hat, konnte ich zwar trotzdem, dass ich nur 8 Accounts habe, 16 Mal für 5 Monate. Ich glaube, ich habe einmal verpasst oder 2-mal verpasst. Aber konnte wirklich für 5 Monate oder für 4 Monate, bis ich halt 120 war, einfach jeden Sonntag mit 16 Chars Kaigas AFK farmen. Und 16 Chars oder beziehungsweise 8 Chars, halt nur, weil ich halt nur 8 Accounts habe. Theoretisch, ich habe genügend Charakter von 120 jetzt auch 15 Mal machen können. Oder zum Schluss dann über 20 Mal, wenn die Charakter verschiedene Accounts gewesen wären. Und das haben die einfach so 9 Monate oder so gelassen. Das ist schon krank. Also rückblickend, und das habe ich auch schon gesagt vor ein paar Wochen, glaube ich, man wird es ein bisschen bereuen, wenn es irgendwann mal gefixt wird. Oder was heißt gefixt, aber wenn sie es irgendwann mal ändern würden. Dass man es eben nicht mehr AFK farmen kann. Dann wird man dem irgendwann hinterher trauern, weil es eigentlich echt schon zu schön, um wahr zu sein war. Du musstest dich da einfach nur reinstellen und hast einfach AFK-Smating-Boxen oder was auch immer du dir für Belohnungen geholt hast, ist ja egal. Hat sich ja letztendlich alles gelohnt, weil es ja gratis war. Hast du einfach AFK irgendwelche Premium-Items gefarmt. Das war schon ziemlich cool. Jetzt müssen sie halt, finde ich, nachziehen. Weil jetzt haben sie zwar dafür gesorgt, dass man nicht mehr AFK farmen kann und dass der Kaigas Assault aktiver ist, weil du viele von den Doppel-Accounts und von den AFK-Leuten rausgeschmissen hast. Weil es sich für die nicht mehr lohnt. Und ich finde, man hat heute auch direkt einen Unterschied gemerkt. Es war viel mehr los. Also nicht mehr los, weil mehr Leute angemeldet waren, sondern mehr Leute sind auch tatsächlich rumgelaufen und haben gekämpft und haben die Aufgaben erledigt. Artefakte angreifen, Kaigas angreifen, Leute töten, zusammen im Team spielen und so weiter. War schon auf jeden Fall deutlich besser, aber man hat immer noch viele Baustellen, würde ich sagen. Am meisten fuckt mich jetzt, glaube ich, ab das mit den Teamnamen. Bei Kaigas direkt beim Boss, wenn da so 10 oder 15 tote Leute liegen und das ist ab der 5. Minute quasi permanent so, weil du musst ja auch 20 Sekunden auf den Respawn warten. Also irgendwann liegen einfach permanent Leichen rum und die blockieren so viel Sichtfläche, weil wenn die tot am Boden liegen, haben sie ihren Char-Namen, Gildennamen, Gildenlogo und dann auch fucking White Team, Black Team mit diesen dämlichen Flügeln über dem Kopf. Das ist halt so ein fetter Block von Text und Scheiße. Und wenn da nur einer liegen würde, okay, ist nicht so schlimm, aber wenn dann halt 10 Leute da liegen, ist ja der gesamte Bildschirm blockiert. Aber du kannst die Namen ja auch nicht ausblenden, weil wenn du die Namen ausblendest, siehst du auch deine Gegner nicht mehr.
Also es ist scheißlich. Also das müssen sie unbedingt fixen. Vor allem, weil die Gegnernamen sind eh rot. Das verstehe ich sowieso nicht. Die Gegnernamen sind sowieso rot. Wofür muss ich wissen? Ich habe noch nie in meinem Leben, und ich habe schon oft Kaigas dort aktiv mitgespielt, ich habe noch nie in meinem Leben gelesen, oh, Black Team, das ist ein Gegner. Also daran, also ich meine, kannst du schon auch, ich meine unterbewusst, oder ich meine, du siehst es schon, aber du achtest eigentlich hauptsächlich darauf, welche Farbe hat der Name. Das ist eigentlich das, worauf du achtest. Weißer Name gut, roter Name schlecht. Und dafür brauchst du den Teamnamen nicht mehr über den Kopf. Total sinnlos. Bringt gar nichts. Nervt nur. Also hoffentlich war das nicht das einzige Update zu Kaigas Assault für die nächste Zeit. Hoffentlich kommt da noch mehr. Wahrscheinlich sehen wir in 2 Monaten einfach dann Battle for Madrigal Teil 3. Wäre auch crazy, wenn das immer noch nicht alles war. Aber sie jetzt halt wieder ein paar Monate brauchen, um den nächsten Content fertig zu machen. Aber ich glaube, das war's erstmal. Für eine Weile. Bis zum nächsten FEC wahrscheinlich.